Es gibt eine alte Lehre, die sagt, Zahlen sind die Sprache des Universums. In jeder Zahl schwingt eine besondere Energie, eine Frequenz, eine Absicht. Wenn wir uns mit den richtigen Zahlen verbinden, ziehen wir nicht nur Geld an, sondern öffnen den Fluss von Harmonie, Vertrauen und innerem Gleichgewicht. Viele Menschen suchen Reichtum im Außen, doch die wahren Schlüssel liegen immer in uns. In unserer Energie, in den Symbolen, die uns umgeben und ja, sogar in unserer Geldbörse. Heute wirst du erfahren, warum die 3 Zahlen 1, 6 und 9 in der buddhistischen Tradition als heilige Codes des Wohlstands gelten und wie das Aufschreiben dieser Zahlen in deiner Geldbörse eine Kraft wecken kann, die nicht nur deine Finanzen, sondern auch deinen inneren Frieden verwandelt. Dies ist kein Aberglaube. Im Buddhismus spiegeln Zahlen das Gleichgewicht zwischen Materiellem und Geistigem wider. Und die Geldbörse ist nicht nur ein Gegenstand, sie ist ein Symbol dafür, wie du mit der Energie des Geldes und mit dir selbst umgehst. Bevor wir beginnen, schreibe in die Kommentare den Satz: Ich öffne mich dem Fluss der Fülle und danke für den Reichtum, der bereits zu mir kommt. Diese Worte aktivieren deine Absicht und öffnen das Herz für das, was folgt. Die wahre spirituelle Bedeutung der Zahlen im Buddhismus. In der buddhistischen Lehre gelten Zahlen nicht als Zufall. Sie sind der Rhythmus des Universums, der unsichtbare Pulsschlag, der alles verbindet. Jede Zahl trägt eine eigene Schwingung und Bedeutung. Die 1 steht für den Anfang, für Entschlossenheit und für den Moment, in dem ein Mensch den ersten Schritt wagt. Sie symbolisiert Willenskraft und Verantwortung, besonders in Bezug auf Wohlstand. Die 6 steht für Gleichgewicht. Sie verbindet Geist und Materie und erinnert uns daran, dass Geld ohne inneren Frieden Unruhe bringt und Spiritualität ohne Handlung Stillstand erzeugt. Die 6 bringt Balance, Stabilität und Harmonie. Die 9 schließlich ist das Symbol des Abschlusses und der Befreiung. Sie hilft uns, alte Ängste, Schulden und Begrenzungen loszulassen und der Energie freien Lauf zu lassen. Wer diese Zahlen bewusst verwendet, schreibt nicht nur Symbole, sondern aktiviert innere Kräfte. Alte Meister sagten: Suche das Gold nicht außerhalb, sondern wecke es in deinem Inneren. Die Geldbörse als energetisches Portal. Deine Geldbörse ist mehr als nur ein Alltagsgegenstand. In der östlichen Symbolik gilt sie als ein kleiner Altar des materiellen Flusses. Jedes Mal, wenn du sie öffnest, kommunizierst du mit der Energie der Fülle, entweder mit Dankbarkeit oder mit Angst. Sieh dir deine Geldbörse an. Ist sie alt, überfüllt, chaotisch oder gepflegt und sauber? Unordnung steht für Unklarheit im Denken über Finanzen. Wo Chaos herrscht, kann Energie nicht fließen. Im Buddhismus sagt man: Wenn du willst, dass das Universum dir mehr anvertraut, ehre zuerst das, was du hast. Reinige also deine Geldbörse, äußerlich und innerlich. Entferne alte Belege, unnötige Karten, lose Papiere. Schließe dann die Augen und sage leise: Meine Geldbörse ist ein Zuhause für die Energie des Wohlstands. Alles, was hineinfließt, vermehrt sich und bringt Gutes. Wenn du diesen Raum gereinigt hast, bist du bereit, die 3 heiligen Zahlen zu empfangen. Die 3 Zahlen 1, 6 und 9, ihre Bedeutung und Kraft. Diese 3 Zahlen bilden zusammen eine vollständige Formel. 1 bedeutet Anfang und Selbstbestimmung. Ich beginne, ich erschaffe, ich handle. 6 bedeutet Gleichgewicht und Verantwortung. Ich nehme Wohlstand dankbar an und teile Güte mit anderen. 9 bedeutet Vollendung und Loslassen. Ich löse mich von Angst und öffne mich dem Fluss des Überflusses. Gemeinsam bilden sie einen Dreiklang. Beginn, Balance, Vollendung. In der buddhistischen Numerologie steht diese Kombination für den Weg des Bewusstseins. Erwachen, 1, Ausgleich, 6 und Befreiung, 9. Wenn du diese Zahlen schreibst, tust du mehr als nur eine Geste. Du richtest dein Denken auf Vertrauen, Frieden und Wachstum. Geld fließt nicht dorthin, wo Angst herrscht, sondern dorthin, wo Ruhe und Offenheit sind. Wie man die Zahlen 1, 6 und 9 richtig in die Geldbörse schreibt. Bevor du beginnst, finde einen ruhigen Moment. Atme 3-mal tief ein und aus
Spüre, wie sich dein Geist beruhigt. Dann sage innerlich: Ich bin würdig des Wohlstands. Ich erlaube dem Geld, leicht und frei zu mir zu fließen. Nimm ein kleines Stück sauberes Papier, am besten weiß oder golden, und einen Stift mit schwarzer oder dunkelgrüner Tinte. Schreibe die Zahlen langsam untereinander. 1, 6, 9. Lass etwas Platz zwischen ihnen, damit die Energie atmen kann. Sprich beim Schreiben jede Absicht aus. Bei der ersten: Ich beginne meinen Weg zum Wohlstand. Bei der 6: Ich finde Harmonie zwischen Geist und Materie. Bei der 9: Ich lasse Ängste los und öffne mich für den Fluss der Fülle. Falte das Papier 3-mal, Symbol für Körper, Geist und Seele, und lege es in das Fach deiner Geldbörse, in dem du Scheine aufbewahrst, nicht zu den Münzen. Wenn du eine neue Geldbörse hast, tue dies am ersten Tag, an dem du sie benutzt. Wenn sie alt ist, reinige sie zuerst. Zeige dieses Papier niemandem. Es ist dein persönlicher Vertrag mit dem Universum. Das Geheimnis bewahrt die Energie. Bedanke dich leise bei dir selbst. Du hast keinen Zauber, sondern ein bewusstes Bekenntnis zur Fülle vollzogen. Häufige Fehler, die den Effekt blockieren. Viele Menschen sagen: Ich habe die Zahlen geschrieben, aber nichts hat sich verändert. Im Buddhismus lautet die Antwort: Handlung ohne Absicht ist leer. Erster Fehler: das Ritual mit Zweifel oder Eile durchführen. Wenn du denkst: Mal sehen, ob es funktioniert, säst du Misstrauen. Vertrauen ist der Nährboden des Wohlstands. Zweiter Fehler: negative Emotionen wie Ärger oder Neid festhalten. Solche Schwingungen blockieren den Fluss. Vergib. Danke. Reinige dein Herz. Dritter Fehler: das Ritual ständig wiederholen. Schreibe die Zahlen einmal und lasse sie wirken. Geduld ist gelebter Glaube. Vierter Fehler: das Papier neben Schulden oder Rechnungen aufbewahren. Trenne die Energie der Last von der Energie der Fülle. Fünfter Fehler: vergessen, dankbar zu sein. Dankbarkeit öffnet Türen, die Mühe verschließt. Wenn du diese Fehler vermeidest, beginnen die Zahlen 1, 6 und 9 wirklich zu wirken. Nicht als Magie, sondern als Spiegel deines neuen Bewusstseins. Wie man die Energie des Wohlstands lebendig hält. Der Fluss beginnt, wenn du das Papier in die Geldbörse legst, aber er lebt von deiner täglichen Haltung. Jeden Morgen, wenn du sie öffnest, sage innerlich: Ich danke für alles, was ich habe und für alles, was noch kommt. Reinige deine Geldbörse regelmäßig. Ordnung im Äußeren schafft Klarheit im Inneren. Achte auf deine Gedanken. Ersetze „Ich habe nicht“ durch „Es kommt zu mir“. So veränderst du deine Schwingung. Übe Großzügigkeit. Teile, auch wenn es wenig ist. Geld ist Energie in Bewegung. Wenn du den Fluss aufhältst, versiegt er. Und schließlich: vertraue, ohne zu fordern. Das Universum antwortet immer im richtigen Moment. Wenn du Dankbarkeit, Reinheit, Harmonie und Vertrauen lebst, werden 1, 6 und 9 zu deinen persönlichen Symbolen der inneren Kraft und des wahren Reichtums. Wenn du die Zahlen 1, 6 und 9 schreibst, erklärst du dem Universum: Ich wähle Vertrauen statt Angst. Ich wähle Fülle statt Zweifel. Geld ist nur der äußere Ausdruck deines inneren Zustands. Wenn du Absicht, Symbol und Dankbarkeit vereinst, entsteht eine unsichtbare Verbindung zwischen deinem Herzen und dem Fluss des Lebens. Jedes Mal, wenn du das gefaltete Papier siehst, erinnere dich: Ich lenke meine Energie. Alles, was zu mir kommt, bringt Freude und Frieden. Die Zahlen sind kein Zauber, sondern ein Spiegel deines Bewusstseins. Wenn du Licht in ihnen siehst, kehrt dieses Licht zu dir zurück. Lass 1, 6 und 9 zu deinem persönlichen Wohlstandscode werden. Ein Zeichen deines Vertrauens in das Leben und ein Versprechen an dich selbst, in Dankbarkeit zu leben. Und wenn diese Botschaft dein Herz berührt hat, tue jetzt 3 Dinge. Schreibe in die Kommentare: Ich öffne mich dem Fluss der Fülle. Teile dieses Video mit Menschen, die nach Gleichgewicht und Wohlstand suchen. Und vor allem, mach das Ritual heute. Heute hört das Universum dir besonders aufmerksam zu. Möge deine Geldbörse ein Symbol der Dankbarkeit sein und dein Geist eine unerschöpfliche Quelle von Frieden, Vertrauen und wahrer Fülle.